Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video unseres Tunesien Roadtrips. Lasst euch nicht täuschen von dem schönen Hintergrund hinter mir. Ans Meer geht es erst in einem späteren Video. In diesem Video fahren wir vom Berberdorf Chenini zu einem wunderschönen Stellplatz im Ksar Haluf und von dort dann weiter bis nach Matmata. Dort gibt es ja die berühmten Höhlenwohnungen. Aber dort geraten wir auch mitten in ein Volksfest. Es gibt also ein paar schöne Bilder. Auf geht's! Sehr ungern fahren wir von diesem schönen Übernachtungsplatz im Berberdorf Chenini weg. Habt ihr ja im letzten Video gesehen, was man hier so alles entdecken kann. Wir standen auf diesem schönen Felsplateau, umgeben von einem traumhaften Canyon. Aber wir wollen ja noch weitere Berbersiedlungen entdecken und deshalb fahren wir nun zusammen mit den Staubteufelchen los, starten früh am Morgen. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir durch eine traumhafte Landschaft zum Berberdorf Chenini hingefahren sind. Ja, und diese Landschaft setzt sich hier fort, einfach nur spektakulär. Wir haben aber auch Glück mit dem Wetter, es ist kaum Sand in der Luft und so genießen wir eine traumhafte Fernsicht. Wir fahren zuerst zum Städtchen Gomrasen, denn dort ist heute Markt und ein Spaziergang über den Markt ist ja immer ein Erlebnis. Ja, und hier sind wir schon. Ich finde es ja wunderbar, sich über einen orientalischen Markt treiben zu lassen und die Gerüche und Geräusche aufzunehmen und die Menschen zu beobachten. Ja, und was hier so alles angeboten wird, kann sich wirklich sehen lassen. Alles sehr, sehr frisch. Auch die Tomaten hier, sehr aromatisch, haben wir uns direkt ein paar mitgenommen. Auch die Orangen dort, sehr lecker, sehr saftig. Also den Vitamin-C-Bedarf kann man hier problemlos decken. Es gibt Hülsenfrüchte und Gewürze in allen Variationen, also da kann man was Leckeres draus kochen. Und es gibt Datteln in allen Qualitätsstufen und ich werde ja auf jeden Fall noch Datteln mitnehmen, weiß aber noch gar nicht, worauf ich so achten muss und was die so kosten, also lasse ich mich hier ein bisschen treiben, denn Händler gibt es ja genug. Hier bei diesem Stand sieht man die Preisunterschiede schön. Der Kilopreis bei den Datteln liegt zwischen 2 Dinar und 9 Dinar. Das sind also maximal 3 Euro pro Kilo. Und die Unterschiede liegen eben in der Qualität, also in der Größe, in der Frische, im Trocknungsgrad und so weiter. Und ich möchte ja noch Datteln mitnehmen, also kaufe ich jetzt hier mal ein ganzes Kilo. Einfach mal von den teuersten Datteln, sollen angeblich auch die besten sein. Und die erkennt man eben unter anderem daran, dass die eben noch an diesen Stielen sind. Diesen sehr schönen Karotten haben wir natürlich auch mitgenommen. Die schmecken anders als bei uns, viel süßlicher, aber auf jeden Fall sehr lecker. Ja, und dann gibt es natürlich wieder Datteln. Auch bei den eingelegten Oliven habe ich mich noch eingedeckt. Übrigens ist Tunesien einer der größten Olivenölexporteure. Und ganz am Schluss vom Markt gibt es wieder Datteln. Ja, und nun geht's mit vollgepackten Tüten zum Auto, denn wir wollen ja weiter. Hier sind wir schon in Ksar Hadada, auch das ist ein Berberdorf. Bekannt ist der Ort aber vor allem, weil er Filmkulisse war für einen Star Wars Film. Ja, und wir sind noch vor dem Ramadan, also gibt es tagsüber auch noch was zu essen und gleich hole ich mir eines von diesen leckeren Fladenbroten mit Harissa. Hier links seht ihr die typischen zweigeschossigen Speichergewölbe, die im Star Wars Film zu sehen waren. Hier gab es auch mal ein Hotel, aber das ist schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr existent. Man ahnte schon, in diesem Hotel ging es nicht sehr komfortabel zu und her. Die Schlafzellen waren sehr spartanisch, es gab auch nur kaltes Wasser.
Jetzt noch ein kleiner Rundgang durch das ehemalige Restaurant vom Hotel. Das war also jetzt der Rundgang durch den, ich sag mal, neueren Teil von Xhar Hadada mit dem ehemaligen Hotel und der Filmkulisse für Star Wars. Es gibt aber auch noch den richtig alten Teil von Xhar Hadada, der ist gleich nebenan und ich muss sagen, ich finde ihn viel eindrücklicher und auch mystischer. Seht selbst. Weiter geht's auf gut ausgebauten Landstraßen, immer wieder auch mit tollen Ausblicken runter in die Tiefebene. Und während wir da so vor uns hinfahren, entdecken wir oben auf dem Berg ein weiteres Xhar, also eine Speicherstadt, und klar, die wollen wir uns auch noch anschauen. Die Fahrzeuge lassen wir stehen und die restlichen Meter gehen wir zu Fuß. Unsere Reise durch das Berberland geht weiter. Unser Tagesziel ist das Xhar Haluf, also auch wieder eine Speicherburg. Aber das Besondere daran ist, dort kann man hineinfahren und auch über Nacht stehen. Hier sind wir bereits bei der steilen Anfahrt hoch zum Xhar Haluf, da oben sieht man schon. Und die Durchfahrt ist relativ eng, da muss man ein bisschen zirkeln, aber wir sind drin, ohne Kratzer. Das ist unser Stellplatz für die Nacht in Xhar Haluf. Das ist auch ein altes Wehrdorf. Ich stehe wieder mit den Staubteufelchen der Familie. Hier waren wir vor 10 Jahren schon mal mit dem Motorrad. Wunderschön. Und wir warten auf den Sonnenuntergang. Nach einer wunderbaren, ruhigen Nacht im Xhar Haluf starten wir die Motoren, denn wir wollen heute bis nach Matmata fahren und so geht es weiter im Berberland, Kurve um Kurve, und nach jeder Kurve eröffnet sich für uns eine neue, grandiose Aussicht. Also diese Strecke bis nach Matmata ist eine einzige, wunderschöne Panoramastraße.
Wir machen eine Kaffeepause auf einem Aussichtsplateau und auch von hier aus hat man wieder eine schöne Sicht auf kleine Oasen in den Tälern. Tja, in diesem schönen Berberdorf, das nennt sich Tujan, hätten wir mal anhalten sollen, um den Ort zu erkunden. Der Ort liegt ziemlich spektakulär in einem Steilhang und ist bekannt für seine Teppiche und für sehr guten Honig. Ja, der nette Herr dort, der möchte uns anhalten, möchte uns seine Teppiche zeigen. Haben wir jetzt aber dann doch kein Interesse, wir fahren weiter. Und hier auf der rechten Seite, das sieht man leider nicht, sind die Überreste des alten Berberdorfes zu sehen. Also wenn ihr durchfahrt, haltet auf jeden Fall an und schaut euch das an. Ja, ist halt blöd, wenn man keinen Beifahrer hat, der das alles filmen kann. Man muss sich halt auch ein bisschen konzentrieren, die Straße ist ein bisschen eng. Und ihr seht, da vorne kommt gleich ein Bus. Und dann gibt es ein bisschen Hin und Her, Rangiererei, aber am Ende klappt es. Bis nach Matmata ist es nun nicht mehr weit. Matmata ist auch einer der Touristen-Hotspots in Tunesien wegen der Höhlenwohnungen. Und so ist es keine Überraschung, dass wir bereits vor dem Ort wieder abgefangen werden von einem Mopedfahrer, der uns zu einem Stellplatz führt, zu dem wir aber sowieso hin wollten. Was wir nicht wussten, heute ist in Matmata Volksfest. Wir kommen hier voll rein, ihr hört das, es ist ziemlich laut. Das hier ist der Campingplatz, also nennt sich Campingplatz, ist eigentlich ein Stellplatz oder noch besser ein Parkplatz. Und das Gebäude hier links, das ist das WC-Häuschen, da ist auch eine Dusche drin und ein Waschbecken. Ist eigentlich auch abgeschlossen, aber irgendwie scheint da jeder einen Schlüssel zu haben. Ist also quasi öffentlich, nicht so wirklich sauber. Also wäre auf jeden Fall gut, wenn ihr euer eigenes Badezimmer an Bord habt. Und jetzt stürzen wir uns mal in das Getümmel vom Volksfest. Aber wir sind ja nach Matmata gekommen, um uns die berühmten Höhlenwohnungen anzuschauen. Es gibt sie übrigens wirklich, die Höhlenwohnungen, wo auch noch Menschen drin wohnen. Übrigens gleich neben unserem Stellplatz. Ja, diese Wohnungen wurden vor ungefähr 400 Jahren in den weichen Lehmboden reingebaut. Ihr seht das hier, das sind so kreisrunde Ausgrabungen, von denen dann die Wohnungen weggehen. Und diese kreisrunden Ausgrabungen sind dann auch mit einem Tunnelsystem verbunden. Es gibt aber noch die viel schönere Möglichkeit, sich das anzuschauen, nämlich im Star Wars Hotel. Da sind wir jetzt und da machen wir jetzt auch einen kleinen Rundgang. Und natürlich heißt es deshalb Star Wars Hotel, weil hier auch für den Film Star Wars gedreht wurde.
Als aber am Abend dann der Muezzin ruft, kehrt Ruhe im Ort ein und wir haben eine angenehme Nacht. Heute wollen wir ans Meer, wir wollen zum Limur Beach, der ist südlich von Gabes. Hier sind wir schon, ich mache mal den Vortester, fahr mal in den Sand hinein, schau mal wie stabil der ist, bevor dann die Staubteufelchen mit ihrem schweren LKW kommen. Ja, und die Drohnenaufnahme kommt dann gleich. Hier also der Flug über den Limur Beach südlich von Gabes. Der wäre noch viel schöner, wenn da nicht so viel Müll herumliegen würde. Hier sieht man übrigens schön den Sand, der ist wirklich sehr weich, also ohne Allrad würde ich da nicht reinfahren. Die Staubteufelchen bleiben noch einen Tag länger hier am Strand. Ich fahre bereits fahre bereits wieder in Richtung Wüste und im nächsten Video fahren wir schon wieder zusammen in Richtung Salzsee zu einer weiteren Star Wars Location und zum Camel's Neck. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!